Herzlich willkommen zu dem heutigen Review. Und zwar geht es heute um die Supercard DS2. Das ist die zweite Slot 1 Karte von dem Supercard Team. Und zwar ist die nach der Supercard DS1 gekommen. Es gab auch vorher noch einige GBA-Mode Flash Karten, also für den Slot 2. Aber die sind jetzt inzwischen alle nicht mehr wirklich gut erhältlich. Das Supercard Team sagt, dass sie da ein Jahr lang dran entwickelt haben. Und das merkt man der Karte auch an. Das ist momentan die meist empfohlene. Sie funktioniert auf allen aktuellen 3DS-Firmwaren und auf allen aktuellen DSi-Firmwaren, bekommt schnell Updates und hat noch so ein paar weitere Funktionen, auf die ich später nochmal eingehen werde. Ein Installationstutorial habe ich dazu auch schon gemacht, Link in der Beschreibung. Und ich habe die ganze von Vartis, das ist ein deutscher Shop, der 2 Jahre Garantie hat. Vorher hatte ich auch schon mal eine Supercard DS2, die nach einem Jahr leider kaputt gegangen ist. Die wurde einfach nicht mehr vom DS erkannt. Und dann habe ich ein Ersatzmodell bekommen. Die Box ist erstmal ziemlich luxuriös. Hinten stehen noch die Funktionen drauf. Wenn du willst, kannst du das Video ja pausieren. Aber ich nehme hier gleich die Sachen raus. Und zwar kommt die Supercard DS2 mit so einer grauen Einlage und einer Anleitung. Wie gesagt, ein Installationstutorial habe ich schon mal gemacht, liegt jetzt in der Beschreibung. Und hier stehen auch nur die Basic-Sachen. Und dann ist hier einmal der Micro-SD-Kartenleser, der erstaunlich lange gehalten hat. Der ist jetzt bei mir inzwischen, glaube ich, auch schon kaputt. Aber ich habe ihn ein paar Monate benutzt. Und dann die Supercard an sich. Hier sieht man auch schon, dass da unter dem Aufkleber so ein paar Chips sind. Die ist ziemlich vollgestellt und die sieht auch ziemlich luxuriös aus. Wenn dann nur leider nicht die Qualität wäre. Und zwar fängt meine Supercard schon an auseinanderzufallen. Bei der ersten hatte ich das Problem übrigens nicht. Hier ist zum Beispiel die Schraube rausgebrochen und die wird auch nicht mehr richtig aus dem DS ausgeworfen. Wenn ich die aufmachen möchte, das kann ich dadurch auch relativ einfach machen. Dann sieht man hier die Sachen drin. Man sieht schon, dass da ziemlich viele Chips drin sind. Mehr als in normalen Flashkarten und auf der Rückseite sieht es ungefähr genauso aus. Und zwar versteckt sich hinter dem Chip zum Beispiel ein Prozessor bzw. ein CPU und noch so ein paar andere Sachen. Dadurch kann man sie zum Beispiel auch updaten, nachdem der 3DS geupdatet wurde. Also wenn du deinen 3DS aus Versehen schon updatest und deine Flashkarte danach nochmal updaten musst, dann kannst du das mit der Supercard DS2 ohne irgendeinen anderen DS machen. Ein Link zu einem Tutorial dazu ist auch nochmal in der Beschreibung. Im Nintendo DS Lite hat die Supercard DS2 einen eigenen Header, was aber am DSi nicht mehr möglich ist. Weshalb das Supercard-Team auf Alex Rider gegangen ist. Übrigens ist die Supercard DS2 die einzige Flashkarte, die bisher erst einen einzigen Header gebraucht hat. Und immer noch auf der aktuellen 3DS-Firmware funktioniert. Das liegt darin, dass sie halt die Nintendo-Schutzmaßnahmen andersweitig umgehen kann. Außerdem wurde von ihnen noch gar keine einzige Hardware-Verbesserung gebraucht. Das heißt, dass man immer noch mit den ersten Superkarten alle Funktionen nutzen kann. Am 3DS wird, wie schon erwähnt, auch noch die aktuelle Firmware unterstützt. Aber darauf gehe ich jetzt erstmal nicht weiter ein. Und dann kommt man jetzt von einem Plugin-Menü, wo man sich unterschiedlichste Sachen auswählen kann, die man alle einzeln installieren kann. Ein Tutorial dazu habe ich auch nochmal packe ich auch nochmal in die Beschreibung. So gibt es zum Beispiel einen GBA-Emulator oder andere Sachen. Die Plugins, die können auf den extra RAM der Supercard zugreifen. Normale DS-Anwendungen können es nicht und außerdem kann man ins Plugin-Menü ganz normale DS-Homebrew-Anwendungen packen. Dann starte ich hier einfach mal ein Spiel.
Wie man schon sieht, läuft das Ganze ganz gut, wenn man auf den Berührungsbildschirm geht, den Touchbildschirm. Dann kann man hier zum Beispiel die Einstellungen einstellen. Dann gibt es noch den Movie Player, auf den ich noch eingehen werde. Es gibt auch noch einen iReader, auf den ich aber nicht eingehen werde, weil der ziemlich schlecht ist. Also mit dem sollte man eigentlich PDF-Dateien lesen können, aber das kann man vergessen. Und der Movie Player kann sogar AVI-Videos und MP3-Dateien abspielen. Das kann sonst keine andere Flashkarte. Die sind jetzt in 640 mal. Heute zeige ich dir. Die sind jetzt in 640 x 480p. Mehr wird leider nicht unterstützt, aber weniger geht auch. Das Ganze funktioniert nur. Dann gehe ich jetzt auf DS Game. Damit kommt man ins eigentliche Menü der Supercard DS2 für Spiele. Und zwar kann ich hier File-Operationen machen, andere Skins auswählen. Ich persönlich mag den ganz gerne. Die Sprache ändern. Und andere Einstellungen einstellen. Zum Beispiel kann man hier auch die Hotkeys, zu denen ich später nochmal eingehen werde, ändern. Dann kann man über irgendwelchen Spielen X drücken, wo man dann auch noch weitere Einstellungen, wie zum Beispiel die Cheats, vornehmen kann. Homebrew wird auch die meiste unterstützt. Ich starte jetzt zum Beispiel mal die Nitro-Version von DS-Craft, funktioniert auch ohne Probleme. Leider gibt es für Homebrew-Anwendungen keine Soft-Reset-Funktion. Und deswegen muss man den DS dann ausschalten, beziehungsweise beim DSi kann man ja einfach nur einmal auf Power drücken, um das Ganze neu zu starten. Dann werde ich jetzt nochmal auf ein weiteres Menü eingehen, wofür man die Hotkeys braucht. Spiele werden auch so ziemlich alle unterstützt, genauso wie Homebrew, nur halt ältere Homebrew-Anwendungen, die zum Beispiel ein veraltetes Dateiensystem verwenden, werden nicht mehr unterstützt. Und wenn ich jetzt L, R und Start drücke, das ist der Hotkey, den man ändern kann, dann komme ich in so ein Ingame-Menü, wo ich zum Beispiel einen Spieleführer auswählen kann, unter Textdateien oder Bilder anzeigen kann, einen aktuellen Save State machen kann, dazu gehe ich gleich nochmal ein, Cheats aktivieren kann, und wenn ich jetzt wieder in das Menü gehe, und Speichern wähle, dann kann ich da immer wieder zurückkommen zu dem Platz. Außerdem kann man noch die Zeitlupe aktivieren, damit das Ganze langsamer läuft, und ein Cheat-System verwenden. Ich zeige nochmal kurz die Zeitlupe. Das hakelt jetzt ein bisschen, aber es funktioniert. Und dann kann man hier noch eigene Sheets einstellen. Hiermit kommt man wieder in normalen Spielen zurück ins System. Es gibt übrigens auch schon einen Klon von der Supercard DS2, was eine ziemlich schlechte R4 ist, aber die ist nicht sehr weit verbreitet und wird, glaube ich, auch gar nicht mehr produziert und wurde auch nur sehr kurz produziert. Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Team sehr aktiv ist und eine sehr gute Hardware hat, beziehungsweise eine sehr gute Hardwarebasis hat.
und sich da inzwischen auch eine Community um die Karte herum gebildet hat. Es werden auch die meisten Spiele unterstützt und so weiter. Allerdings ist es schlecht, dass bei der Verpackung anscheinend mehr Wert auf Qualität als bei der Karte an sich gelegt wurde. Und eben, dass der GBA-Emulator, der offizielle, nicht so ganz ausgereift ist und der iReader nicht so gut funktioniert. Und dass sie halt 40 € kostet. Ich werde übrigens noch ein paar Links zu Shops in die Beschreibung packen. Ein komplettes schriftliches Review zu Supercard DS2 findest du auf meiner Website flashkarten.de.vu unter Nintendo DS, Nintendo DS Lite Reviews und Rezensionen und Supercard DS2.